Ohne gesunden Blutdruck auf Dauer kein gesundes Fitnesstraining. Mein Blutdruck war richtig hoch. Nicht nur bei einer Messung, sondern beim Messen über mehrere Monate hinweg. Ich war geschockt, denn das waren alles Messungen im Ruhezustand, beim Sitzen am Tisch und das bei meinem gesunden Lebensstil. Doch was kann man gegen hohen Blutdruck machen, außer Tabletten schlucken? Ich habe eine Möglichkeit gefunden und die verrate ich Ihnen in diesem Video. Hallo, ich bin Lars Positivdenker und ich verrate Ihnen in diesem Video, wie ich es geschafft habe, von einem konstant hohen Blutdruck zu einem konstant normalen Blutdruck zurückzukehren, ohne Medikamente. An dieser Stelle kurz 3 Punkte, weil sie wichtig sind. Punkt 1. Teilen Sie dieses Video, vielleicht schenken Sie irgendeinem geliebten Menschen ein bisschen mehr Gesundheit und vielleicht auch ein längeres Leben. Zweitens, liken Sie dieses Video, dass auch andere darauf aufmerksam werden. Drittens, abonnieren Sie diesen Kanal, dass ich Sie möglichst gut auf Ihrem Weg Richtung Gesundheit und Wohlfühlkörper begleiten kann. Los geht's! Die Vorgeschichte. Im Herbst letzten Jahres habe ich seit vielen Jahren mal wieder meinen Blutdruck gemessen und einen großen Schock bekommen. Mein Blutdruck lag bei 185 zu 125 und das, obwohl ich ganz entspannt am Tisch saß. Das konnte doch nicht sein. Danach habe ich 2 Monate lang wieder und wieder gemessen zu verschiedenen Tageszeiten, aber keine relevanten Veränderungen. Aber nochmal, wie konnte das sein? Ich habe regelmäßig Sport gemacht, hatte keinen negativen Stress, ich hatte mich gesund ernährt. Was lief also falsch? Eine Vermutung verdichtete sich immer weiter zur Gewissheit, ich hatte diesen hohen Blutdruck von meinem Vater geerbt. Er ist schließlich auch daran gestorben. Na, tolles Erbe. Aber ich wäre nicht Lars Positivdenker, wenn ich nicht an Lösungen glauben würde. Damit hatte die Recherche für Gegenmaßnahmen begonnen. In unterschiedlichsten Quellen bin ich immer wieder darauf gestoßen, welche verheerende Wirkung das Salz in unserer Ernährung auf unseren Blutdruck hat. Dazu ein exemplarischer Ausdruck aus Wikipedia. Überdurchschnittlicher Salzkonsum wurde seit den 1970er Jahren für Bluthochdruck verantwortlich gemacht und präventiv wurde eine salzarme Ernährung empfohlen. Die Reduzierung der durchschnittlich in Deutschland konsumierten Menge von 12 auf 6 Gramm hat etwa die gleiche Wirkung wie blutdrucksenkende Mittel. Das ist ja der Hammer! Salzreduzierung sollte mein Mittel zum Blutdrucksenken werden. Daraufhin habe ich alles zusätzliche Salz in meiner Ernährung weggelassen. Kein Salz mehr auf Eier, Tomaten, Gurke und so weiter. Kein Salz mehr zum Kochen. Kein Salz mehr durch Wurst und Schinken. Kein Salz mehr durch gesalzene Erdnüsse. Es bleibt natürlich immer noch reichlich Salz in meiner Ernährung durch zum Beispiel Brot, durch Käse, durch Konservierungssalz in Lebensmitteln aus der Dose, sodass ich bestimmt
keine Salznot leiden werde. 3 Monate später habe ich schließlich die ersten positiven Veränderungen beim Blutdruckmessen festgestellt. 6 Monate später habe ich beim Sitzen am Tisch einen konstanten Blutdruck von 130/80 gehabt. Ich messe meinen Blutdruck seitdem alle 2 bis 3 Wochen und ja, mein Blutdruck bleibt so niedrig. Das Ergebnis ist euphorisierend. Ohne Medikamente, nur durch Weglassen von allem zusätzlichen Salz habe ich es geschafft, innerhalb von 7 Monaten meinen hohen Blutdruck auf einen konstant niedrigen Blutdruck zu senken. Bisher ist der einzige Nachteil meiner Ernährungsumstellung, dass ich nicht mehr gerne essen gehe, weil das Essen mir dort in der Regel jetzt viel zu salzig schmeckt. Was sind Ihre Gedanken, Meinung und Erfahrungen dazu? Schreiben Sie gerne in die Kommentare. Hier noch ein Nachwort inklusive Gefahrenhinweis. Mir war es wichtig gewesen, meine Gesundheit wiederherzustellen. Dafür habe ich einen Weg gewählt, der ohne Arzt und ohne Medikamente auskommen sollte. Ich wollte es so. Es war meine ganz bewusste Entscheidung und es hat funktioniert. Jedoch, ich bin kein Arzt und dieses Video ist weder Aufforderung noch Anregung, bei gesundheitlichen Beschwerden nicht zum Arzt zu gehen. Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Wir sollten sie nicht als selbstverständlich ansehen. Wir sollten mit ihr pfleglich umgehen, sie wertschätzen und jeden Tag ein kleines bisschen für sie tun. Durch sportliche Betätigung, durch gesunde Ernährung. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen allzeit gute Gesundheit. Ihr Lars Positivdenker.